Hallo zusammen. Hi. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und so eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich suche Auszubildende. Da ist beides mit eingeschlossen, ne? Sowohl als auch. Und welche? Auszubildende Und sonstige? für Kraftfahrzeugmechatronik. Hier unten ist meine E-Mail-Adresse, die wird eingeblendet. Schickt eure Bewerbung dahin und dann würden wir euch bei euch wieder melden. Macht das, wir würden uns freuen. Für dieses Jahr noch. Auch für dieses Jahr noch? Ja. Oh, eine Ausbildungsstelle beim Autodoktor für dieses Jahr ist noch frei. Ist noch frei. Kann ich mich bei dir bewerben? Ja. Aber ich würde dich nicht annehmen. Ja, ich will zu viel Geld. Du bist zu alt. Dass die Frau, du da noch lebst, wenn ich... Ich weiß gar nicht, ob ich die Ausbildung dann zu Ende schaffe. Also ob ich ihn zu Ende ausbilde. So, wir haben Ja. hier einen, okay, einfach zu ihm hinschicken. Ja. Ein Audi A4 von Baujahr 2014. Der Kunde sagt, er hat eine Glühkerze ist kaputt, Glühkerze Zylinder 1 sollen wir wechseln, die wäre kaputt. Er will auch nur eine Glühkerze gewechselt haben. Kann man nicht jeder so sehen, wie er mag. Ich würde eher sagen, wir können nächste Woche die zweite wechseln. Ja, oh, die Ja. Gruppe funktioniert. So, wir haben es jetzt gerade ausgelesen, also eindeutig Glühkerze Zylinder 1 ist drin. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Das Hexenwerk ist nur eben bei diesen Autos immer. Das Hexenwerk fängt an, wenn sie abreißt. Genau. Und Dann da ist schauen wir das jetzt mal, Hexenwerk ob sie schon da. abreißt oder nicht. Wir haben ja so ein Vibromax und sowas haben wir hier alles, aber wir schauen erstmal. Das ist nämlich immer so eine Sache für uns beide, weil eigentlich wir diejenigen sind hier in dem Betrieb, die diese mal. Arbeit machen. Vibromax. Heißt das so? Ja, kannst du ja so machen. Ich bin auch Vibromax. So, hier sind wir schon am ersten Zylinder. Also 4 Zylinder, 1, 2, 3, Hast du die Zündung 4. noch an, ne? Ja, Zündung noch an, was ich ausgelesen mach habe. Zündung so, aus. und hier erst Zylinder und schauen wir mal, entweder wir haben jetzt direkt Glück oder ich habe extra eine kleine Ratsche genommen. Schon gekommen. Ist sie gekommen? Ja. Das fühlt sich so komisch an, was du da machst. Ne, geht. Aber da hängt es jetzt ein bisschen. Ja, wir haben schon oft gesehen. Oh. Also sie hat sich oft erst gesehen, das geht ganz leicht, das erste Stück, und dann wird es ganz schwer und dann geht es ganz leicht ab. Also abgerissen. Jetzt habe ich sie ein bisschen reingedreht. Oh Gott. Sollen wir ein bisschen reinsprühen? Ja. Wir haben jetzt da in das Kerzenloch, Glühkerzenloch, da ein bisschen reingesprüht. Soll helfen. Das ist das Problem, das haut sich ein bisschen fest. Das Thema ist, wenn das sich im Schaft und in der Kohle festgebrannt hat, Kommt. dann nützt das Sprühen auch nicht. Ist er raus? Kommt. Das darf doch auch einmal ganz leicht sein. Also, das war's. Ist es schon. Ja, ihr Lieben. So kann es auch So gehen. kann es auch mal. Ganz einfach, Glühkerze raus. Ja. Gute Zeit, das war's für heute. Gute Hat uns Spaß Besserung. gemacht. Daumen rauf. Ne? Gute Besserung. Ja, ist doch schön. Hast du eine neue? Ja. Schauen wir eine neue Glühkerze rein. Löschen den Federspeicher. Ist doch auch herrlich, wenn das so leicht geht. Wenn man sich den Aufbau von so einem Motörchen Ohne hier großen anguckt, was hier Zollkosten. heute alles an Schläuchen, an Kabeln, an Steckverbindungen und so weiter hier oben drauf ist, das ist unfassbar, was hier los ist. Früher waren 4 Leitungen zu den Einspritzdösen fertig, zur Einspritzpumpe. So, jetzt hier Hochdruckpumpe, Railrohr. Railrohr ist da wird es quasi das Sammelrohr. Hier wird der Druck drin gehalten. Dann geht es hier zu den Einspritzdüsen bzw. Injektoren geht es an diese Stelle. Ich habe ein bisschen Keramik. Keramikpaste? Dann habe ich ja gerade beim Draufsprühen habe ich den Marco voll gespritzt. Er meinte, er wäre das gewöhnt, dass man ihn anspritzt. Also. So. Muss eine Flöteton drüber legen. Das ist auch schön, ne? Hier konntest du früher einen Ölmessstab rausziehen, ne? Und heute ziehst du hier nichts mehr raus, weil es wird elektronisch gemessen. Ja. So. Anschluss drauf. Fehlerspeicher, ich mache Zündung an, Fehlerspeicher noch löschen. Genau. Zündung an. Nein. Getze.
Wieder kurz löschen. Viel durchgeführt. Wunderbar. Dann, Hast du gelöscht, Dingen? ja, dann prüfe ich nochmal, ob alles wirklich raus ist. Der Fehler kann ja auch sein, dass es ein Kabelbruch ist, was ja recht selten ist. Nee, Fehlercode gelöscht. Okay, kannst du nun wieder aus? Ja, meine Dingeldangel ist raus. außergewöhnlich, dass das so leicht geht. Tolle Nummer. Kann auch mal schön gehen, Holger. Genau, herrlich. So, dann würde ich sagen, Klappe zu. und ganz kurz noch checken, ob alles gut ist. Hier fehlt noch ein bisschen Wasser. Noch ein bisschen Wasser auffüllen. Bring direkt Wasser mit auch für So, das ist Wasser für. Scheibenwasch. Ja, der Scheibenwasch. Das ist die andere Kanne. Extra Zeichen hier drauf. Vorsicht, nicht öffnen, wenn er heiß ist. Na, wenn er heiß ist, dann beim Aufdrehen geht das psch und dann schießt einem das ganze heiße Wasser ins Gesicht. Achtung. Schwer dann soweit. So. Ja. Bisschen was aufgefüllt, nicht ganz voll machen. Wir sagen nur, dass wir was aufgefüllt haben, weil er muss entscheiden, ob wir da was. Ob da noch Scheibenwaschkonzentrat rein soll muss oder nicht. Okay, alles klar. So, Klappe zu. Klappe zu, Affe tot, Auto raus und dann würde ich sagen, Nächster. hol den nächsten rein. Entschuldigung. 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 Jetzt haben wir hier, Fabbricazione Italiano Automobilo Turin. haben wir schon tausendmal gesagt, die anderen sagen Faszination in automobiler Technik. Ja, ist auch. Fehler in allen Teilen, ja, haben wir schon mal gehabt. Also schreibt nichts drunter. Sag mal, wenn irgendeiner schreibt was drunter? Ja. Mal gucken, wer da der Erste ist. Und einer schreibt mit Sicherheit was drunter. Dabei ist es einfach nur Fiat. Ja, genau. Also wir haben hier ein Doblo mit einem Motor, Multijet. Multijet. Der hat was genau für eine Maschine? Ein 88 kW, 1,9 Liter. 1,9 Liter Diesel. Ja, der Kunde hat folgendes Problem. Er hat den der Kunde nicht. Nicht der Motor, Der Auto. der Auto. Der hat keine Leistung. Das Problem ist, schaut mal hier. Hast du mal einen Lapp? Nee, hat's eben einen. Alles so. Da hat's einen. Der hat ein Problem, dass Oh, zu viel Öl drin ist ist. das der Ölstand da, ne? Und guck mal, Eigentlich nur bis da. Und das Öl tropft ab da so. Oh, Das ist so, ja. so ein bisschen Der dünn. Ölstand ist bis da oben hin. Das heißt, der hat eine Ölverdünnung. Sehr wahrscheinlich durch Einspritzdüsen oder was. Vermutlich ist er damit weitergefahren. Klar, merkt man ja auch nicht, ob man eine Ölverdünnung hat oder nicht. Nee, So, das ist und schleichend. dann hat er jetzt das Problem, dass der Wagen nicht so schön läuft und auch nicht so viel schöne Leistung hat. Holger, Ja, er springt nicht an. ich glaube, es war kaputt, ne? Ich hol mal. Ach, ich habe durch Zufall hier das Startgerät im Auto liegen. Was ein Zufall. Sag, Was ein Zufall. So, da ist die Batterie wohl auch für die ganze Starterei leer. Warte, 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 warte. Jetzt. Eieieiei. Oh. Also einfach mal so hört sich ein klassischer Motorschaden an. Herr Pasch, die Diagnose bei dem Auto, was schätzen Sie? Kaputt. Die Diagnose ist kaputt. Oh, scheiße. Also das hört sich an wie ein Lagerschaden. Der ist auf jeden Fall Fritte. Wenn man dann Gas gibt, darf man jetzt nicht übertreiben, damit das Lager nicht abreißt. Ich denke, da gibt es eine mächtige Mangelschmierung. Wagen hat gelaufen, 178.000 erst.
Ja, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Boah. Da gibt es eigentlich nur eins. Neuer Motor. Und ob sich das lohnt, das muss der Kunde entscheiden. Also der ist auch eingeschleppt worden. So ein Auto für mal eben zwischendurch. Können wir nicht mal eben zwischendurch machen. Auf jeden Fall so, genau so hört sich ein typischer Lagerschaden und Motorschaden an. Wollen wir den nicht rausfahren? Ja. Willst du noch mal Starthilfe geben? Nee, ich habe gedacht, du schiebst. Guck mal. Hast so viel gegessen. Ich habe doch jetzt schon laufen gelassen. Ja, das springt dir jetzt? Ja, na klar. Sollen wir wetten? Nee. Ja, ich wette. Hättest du mal besser gewettet. Okay. Wir fahren den Wagen raus und holen den neuen Wagen. So, und hier haben wir einen T5, Baujahr 2010. Der hat für 100.000 Kilometer einen neuen Motor bekommen und hat jetzt ein Problem, dass er Ölverbrauch hat. 2 Liter Diesel. Ölverbrauch hat und genau, 2 Liter Diesel. Vor 100.000 hat er einen neuen bekommen. Der hat jetzt 190.000 runter, ne? 193.000. Ja. Ja. Guck mal, neue Turbolader drin. Oi. Der hat schon richtig ausgepackt. Ja. Neue Turbo drin und sagt jetzt, dass er das Wasser rausdrückt und er hat Zu viel Druck im Kurbelgehäuse. ja, geht noch. Also bei diesem riesen Auto sind das für mich Spielzeugmotoren. Ne? 2 Liter Motor in so einem riesen Ding. Wofür machen die da keinen 3 Liter rein? Was soll das? Riecht mal was? Weißt du, was wir machen? Also er hat eben, wie gesagt, auch Wasserverlust. Kann gut sein, dass er das verbrennt. Wir lassen ihn jetzt warm laufen und machen einen CO2-Test. Ja. So, der Motor ist einigermaßen warm. CO2-Test heißt, hast du schon erzählt, was CO2-Test heißt? Nein, Okay, wir haben eine Indikatorflüssigkeit. ich bin gerade in der Vorbereitung hier. So, und diese Indikatorflüssigkeit ist blau. Und wenn die mit CO2 in Berührung kommt, wird die gelb. Bitte schön. Pizza. So. Können wir jetzt auch mal. Das ist Also etwas machen wir anders, noch- als ich das kenne. Was? Ich dachte, das ist etwas anders als meins. So, da kommt die Flüssigkeit da rein. Und da rein. Komm her. Ich habe jetzt mal. Holger, ist mir runtergefallen, Entschuldigung. Und der Stopfen. Jetzt mal hier so einen anderen Anschluss dran gemacht, damit ihr das mal sehen könnt, wie es aussieht. Jetzt hier die Abgase reinsaugen. Oh, ich glaube, da kommt nicht genug Abgase rein. Ne? Da sieht man schon jetzt, Reagiert sie schon? Ja. reagiert. Ja. Und dann ist die Flüssigkeit gelb. So, die ist jetzt hin. Wenn, Kann man nicht mehr wieder verwenden. genau, die ist jetzt kaputt. Wenn Abgase in dem Drucksystem drin sind, dann ist es ganz, ganz übel, weil Im Kühlsystem. im Drucksystem habe ich gesagt. Ja, im Kühlsystem. Im Kühlsystem. Im Kühlsystem, das ist ganz übel, weil dann ist es oft sehr teuer. Das heißt, entweder Zylinderkopf runter oder bei denen hier ja, Motor zerlegen, Motor komplett Instandsetzung. Jetzt lassen wir den Wagen laufen. Jetzt einfach mal ein bisschen die Drehzahl erhöhen. Ein paar Gasstöße. Was ist denn da jetzt passiert? Ist der Wasser mit reingekommen? Nee, Nee, warte, Der ist leer geworden. das ist nicht richtig. der muss es nicht andersrum? Ja, na klar. Meine ich doch. So rum. Na klar. Ich pfeife Kopf.
Du hast den Fallschirm drauf gemacht. Ja, ich Pfeifenkopf habe schon meine Nein, du bist ja kein Pfeifenkopf, du hast dich nur vertan. Ja, genau. Das ist nämlich, hier kann man sehen, dieses Verbindungsröhrchen zwischen dem und dem. Was man da sieht, kann der auch da oben keine Flüssigkeit mehr ansaugen. So saugen wir jetzt die Luft, die hier oben drin ist, hier rein und gucken, ob die, ja, ob CO2-haltig ist, ob da Abgase drin sind. Ein paar Sekunden später. Oh, guck jetzt, jetzt ist Jetzt wird's Aber gelb. guck mal, wie auch. Aber kräftig. Ja. Boah. Ja, das ist so eindeutig. Er hat jetzt echt eine ganze Zeit da gebraucht, relativ lange. Ja. So genau wie du das gesagt hast, hängt mit der Temperatur zusammen. Ja. Das ist auf jeden Fall eindeutig. Das heißt, entweder Kopfdichtung, der hat Laufbüchse, das kann auch sein, dass die Laufbüchse, das Laufbüchsen heißt, der Zylinder. Der Kolben läuft in einer Büchse, in einer Büchse, Führung. die Und unten eine Führung Dichtung ist hat eine und nach Büchse. oben. Ja. Das wird eigentlich dafür sprechen, weil der auch einen Ölverlust hat. Ja, das geht mit da drüber. 100.000 Kilometer. Alle 100.000 einen Motor. Muss man hier so Kerben dran machen, ne? 100.000, 200.000, 300.000. Eigentlich schade drum. Das sind so schöne Autos. Übel. Ja. Okay, spreche mit dem Kunden ab. Das ist auf jeden Fall eindeutig. Ist mir übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Rasant, ne? Rasant. Ich mach ihn aus. Gut, ausmachen und dann haben wir draußen noch einen Volvo. Der hat ein Problem, der hat ein Geräusch. Da müssten wir mal mitfahren. Volvo. Ja, jetzt. Holger, ist das Auto, wo wir jetzt mitfahren wollten? Ja. Aber dem fehlende Geräusch. Räder. Der hat ein Geräusch. Ja, aber die sind schon die Bremse am machen, ist der Wagen schon oben. Naja gut, das ist, manchmal ist das so, anders als das man denkt. Ich habe gedacht, wir könnten mal in Probe fahren. Nee, geht ja nicht. Gut, ihr Lieben. Ohne Räder ist schlecht. Geht schon, ist noch relativ laut. Euch eine gute Zeit, ist so, dann den zeigen wir euch in irgendeinem anderen Video. Ja. Wenn ihr wieder zusammengeschraubt ist, vielleicht morgen oder was. Schauen wir einfach mal. Vielleicht hat es euch ja doch gefallen. Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen hoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, Wir haben tschüss. jedenfalls Spaß gehabt. Wir auch. Ja. Wir auch, ne? Ja. Ich auch. Tschüss.